Endlose Weite. Das ist die Übersetzung des Maasai-Wortes Serengeti ins Deutsche. Und der Name trifft es perfekt. Die Serengeti reicht vom Norden Tansanias bis in den Süden Kenias und ist zu Hause für zahlreiche Tierarten. Aber Moment mal, wie sind wir eigentlich vom Fahrrad auf den Safari-Jeep gekommen? Um das zu erklären, müssen wir nochmal zurück zum Anfang der Geschichte. Und der Anfang der Geschichte, der war hier, in einer kleinen Bar in Mwanza, wo wir am schwarzen Brett einen Aushang gefunden haben. Neben Angeboten für Ziegenmilch und Fitnesscenter haben nämlich 3 Deutsche Mitfahrer gesucht für eine Safari in die Serengeti. Und weil wir in Mwanza nicht mehr viel zu tun hatten, außer täglich zum Bahnhof zu fahren und nach News für unseren Zug nach da zu fragen, habe ich beschlossen, dass ich gerne mitgehen würde. Leider ist so eine Safari in die Serengeti nicht umsonst, wie zum Beispiel das Klettern auf den Big Rock, den ihr hier in Mwanza sehen könnt. Und so hat Manu für sich entschieden, dass er das Geld lieber behalten und in Mwanza 2 Tage alleine verbringen würde. Und so kam es also dazu, dass ich ziemlich spontan, kurze Zeit später, mit Tim, Ronja und David aus Deutschland und Anna aus Schweden in einem Safari-Jeep in der Serengeti stand. Und für alle, die das, wie ich an dem Tag, zum ersten Mal sehen, das Besondere an einem Safari-Jeep ist, dass man das Dach aufklappen kann. Dann stellt man sich einfach auf den Sitz und schaut oben aus dem Auto raus. So hat man einen super Ausblick auf die Tiere und die Landschaft und ist trotzdem geschützt. Sehen wir aus wie Steinböcke, ne? Natürlich waren es keine Steinböcke, sondern Antilopen. Und Antilopen haben wir in den 2 Tagen in der Serengeti in allen Größen und Formen gesehen. So viele, dass sie fast schon langweilig wurden. Ganz und gar nicht langweilig wurde es mir aber bei den Wasserlöchern. Dort haben wir nicht nur Krokodile gesehen, sondern durften auch aussteigen und die Nilpferde von ganz aus der Nähe beobachten. Es war wirklich beeindruckend, was unser Guide und Driver Nelson uns erzählt hat. Die Kolosse können bis zu 2800 Kilogramm schwer werden und suhlen sich im Prinzip den ganzen Tag in dieser Mischung aus Wasser, Matsch und ihrem eigenen Dung. Kein Wunder also, dass sie sich da ab und zu um den besten Platz streiten müssen. In einer Nilpferdherde, ganz egal wie groß sie ist, gibt es immer nur ein Männchen. Oh mein Gott! Und das erkennt man daran, dass es das Maul ziemlich weit aufreißt, wenn man zu nahe kommt, um Feinde abzuschrecken. It's running! Dass man ein Nilpferd an Land beobachten kann, kommt nur äußerst selten vor. Warum eigentlich? In daytime they stay in the water because their skin is no sweating. Ah, they can't sweat. They can't sweat because skin is very fat. So that's why in daytime they stay in the water to protect their skin. If they go out, skin will make a mucus. They crack. As you see, if skin is getting hot, they're getting the crack. Und diese Sonnenbrandrisse konnte man tatsächlich erkennen. Zum Beispiel bei dem furzenden Nilpferd hier ganz vorne. Natürlich sind wir auch an den Klassikern der Afrika-Safari vorbeigekommen. Giraffen, Wasserbüffel, Zebras und Elefanten. Aber irgendwie kannte man die alle aus dem Zoo, so wie wir sie gesehen haben. Und so spannend war es gar nicht. Was aber doch spannend war, war die Frage nach dem Alter des Elefanten. What do you think, how old is the elephant? 50 something. Wow, so really old. Mit dem Elefant und den Wasserbüffeln hatten wir schon 2 der 5 Big Five gesehen. Die übrigen 3 sind Nashorn, Löwe und Leopard. Und die Löwen haben wir als nächstes entdeckt.
Zuerst haben wir ein Rudel aus der Ferne durchs hohe Grasstreifen sehen. Und dann haben wir ein zweites Rudel gefunden, das wir aus der Nähe beobachten konnten. Und wie ihr sehen könnt, sammeln sich bei interessanten Beobachtungen immer jede Menge Autos an derselben Stelle an. Genauso auch hier, beim Highlight unserer 2-Tagestour. Wir haben tatsächlich 2 Löwen bei der Paarung beobachten können. Irgendwie war es ja schon total absurd, dass da so viele Autos um die beiden herumstanden und zugeguckt haben. Aber es war halt auch total spannend. Und darum hier nochmal die Nahaufnahmen von Anna. Eine läufige Löwin paart sich im Schnitt 40 Mal am Tag mit ihrem Löwen. Wenn man das bedenkt, kann man ein bisschen verstehen, dass sie nicht immer darauf warten können, ihre Ruhe zu haben. Aber woher wussten die ganzen Autos jetzt eigentlich, dass es hier etwas Besonderes zu sehen gibt? Naja, es ist einfach. Die Safari-Guides stehen alle in Kontakt zueinander und telefonieren ständig. Und über diesen Buschfunk haben wir auch erfahren, wo der Leopard sich gerade herumtreibt. Mit bloßem Auge konnte man es kaum erkennen, aber er saß tatsächlich im Baum ganz links. Hatte ein Zebra gefangen, dort hochgeschleppt, sich den Bauch vollgehauen und dann erstmal geschlafen, sodass man nur seinen Schwanz sehen konnte. Das arme Zebrababy, habe ich gedacht. Aber das Leben in der Serengeti ist hart, vor allem für Zebras und Gnus. Jedes Jahr müssen sie sich auf eine große gefährliche Reise begeben, für die sie sich jetzt, als wir da waren, gerade gesammelt haben. Und diese große Wanderung hat die Serengeti weltbekannt gemacht. So far, we have at least 500,000 wildebeest entering the Masai Mara National Reserve, and they have traveling at about 8 to 10 kilometers each day. So usually up to 2 million animals migrate during this time of the year. No wonder it is regarded as one of the greatest wonders of the world. The migration begins in the southern Serengeti plains of Tanzania, going all the way to Kenya's Masai Mara National Reserve. The journey runs in a clockwise circle and normally begins sometime in May. And in late June to July, herds start pouring into Kenya's Masai Mara Reserve, covering a loop that stretches more than 3,000 kilometers. The animals move in a search of food and water, and along the way, they're also facing dangers and hunger and even death. Ja, in den 2 Tagen in der Serengeti haben wir wirklich viel gesehen und viel gelernt. Zum Beispiel, dass Gnus und Zebras nicht zum Spaß zusammenstehen, sondern sich gegenseitig helfen. Gnus wissen viel früher, wann Feinde kommen, und Zebras können super gut Wasser finden, was der jeweils andere nicht kann. Und wir haben gelernt, dass Geparden sogar elegant aussehen, wenn sie gerade kacken oder pinkeln. Kein Witz, schaut selber. Oh mein Gott, das ist Pupi. Oh mein Gott, jetzt macht er eine Show. Außerdem sind sie mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde die schnellsten Tiere der Welt und Vogelstrauße mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde die zweitschnellsten.
wir wissen jetzt, dass die meisten Namen aus König der Löwen suahelische Wörter sind. Rafiki heißt Freund, Simba heißt Löwe und Pumba heißt sowas wie Dummchen. Dabei waren die Warzenschweine gar nicht so dumm, im Gegenteil. Nachdem es geregnet hat, sind sie sofort rausgerannt, um alle Pfützen leer zu trinken, die sich auf der Straße gebildet hatten. Außerdem haben wir festgestellt, dass man sich wirklich sicher fühlt vor wilden Tieren, wenn man am Feuer sitzt. Und das Safari-Essen, obwohl es über dem Feuer gekocht wird, wenn man Stanley dabei hat, wirklich köstlich sein kann. Und nachdem wir pünktlich mit dem Sonnenuntergang wieder in Mwanza angekommen sind, haben wir noch eine letzte Lektion gelernt. Dass man von Safari-Ausflügen mit Leihschlafsäcken ein ganz besonderes Souvenir mit nach Hause bringen kann. Bettwanzen. Aber das ist eine andere Geschichte.